Das hier ist kein Filmset. Das ist Shanghai an einem normalen Donnerstag. Ein alter Tempel umzingelt von Wolkenkratzern. Chinas höchstes Gebäude direkt am Fluss. Und nur eine Straße weiter verkauft Huawei Autos, die sich eher nach Science Fiction anfühlen als nach Straßenverkehr. Viele sagen, China sei uns Jahre voraus. Nach diesem Tag verstehen wir warum. Und damit herzlich willkommen aus Shanghai. Ich stehe hier gerade bei der Nanjing Road, eine über 5 Kilometer lange Shopping Street mit diversen Shops, leckerem Essen und ganz viel zu entdecken. Hier gibt es ganz viel von diesen Zügen hier. Damit können Touristen die Nanjing Road entlangfahren, da sie ja so lang ist. Wir gehen aber zu Fuß weiter. Wow, schaut euch mal das an. Lego sieht wirklich sehr krass aus in China. Einfach, I love Shanghai. Schaut mal, wie groß diese Mall ist. Hier gibt es einige von diesen Malls, aber auch sehr viele einzelne Shops. Wow, die Straße ist riesig. Diese Schilder sind wirklich riesig, locker 10 Meter oder so. Das sieht so krass aus. Hier ist auch ein Tennisschläger als Bildschirm. Ich glaube, sowas sieht man nur in China. Es ist hier wirklich extrem voll, obwohl wir gerade früh hier sind. Und es ist sogar ein random Donnerstag. Also man merkt schon, dass das hier einer der beliebteren Orte ist. Auf jeden Fall, ja. Hier wird auch coole Eissorten verkauft. Hunde am Stiel, Katze am Stiel. Richtig witzig. Hier ist auch ein random Souvenirshop mit so einem riesen Drache. Oh. Man sieht hier um die Nanjing Road auch sehr viele Polizeistationen und Polizisten. Ich glaube, das liegt daran, dass hier so viele Menschen sind, damit sie einfach die Sicherheit gewahren können. Auf der Nanjing Road gibt es auch einen Huawei-Laden und die verkaufen hier einfach E-Autos. Schaut euch mal an, wie krass diese Autos aussehen. Und man kann sich auch einfach reinsetzen und die Autos testen. Wow. Das Auto sieht so hochwertig aus und es ist so viel Platz, ne? Und ich bin gerade geflasht, wie viele Bildschirme hier sind. Hier ist ein Bildschirm in der Mitte. Da kann man das Ganze steuern. Also hier mal die Sitzheizung, Liegeposition kann man einstellen. Dann ist hier beim Beifahrer ein Bildschirm. Dann sind die Spiegel als Bildschirme. Also es gibt keine Seitenspiegel, sondern es gibt kleine Bildschirme. Und dann hat der Fahrer natürlich auch einen Bildschirm und natürlich auch einen Seitenspiegel. Und draußen gibt es, wie gesagt, keine Seitenspiegel, sondern nur eine Kamera. Und hier hinten ist nochmal ein riesiger Bildschirm. Ich bin richtig geflasht. Es sieht so krass aus. Ich wusste nicht mal, dass Huawei Autos hat. Wusstet ihr das? Hier gibt es auch einen Mini-Kühlschrank einfach, wo man so Getränke reinstellen kann. Auf jeden Fall sehr praktisch für unterwegs. So sieht es von außen aus. Boah, ist richtig geil. Das hier ist der Bildschirm hinten. Es sieht mal richtig gut aus. Riesig, ey. Hier gibt es auch ein weiterer Bildschirm, so ein ganz kleiner. Ey, hier ist so viel Platz. Richtig viel Platz. Und hier gibt es noch ein Dach. Wenn man raus will, kann man ganz einfach auf diesem Knopf klicken. Und dann geht schon die Tür von selber auf. Crazy. Hier läuft einfach eine Katze. Seht ihr das? Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass da eine Katze ist. Ich zeige euch mal was ganz Cooles. Und zwar kann man das mit der Hand transferieren. Weißt du? Ist es hier drüben. Voll cool, ne? Von dem Huawei aus habt ihr auch eine sehr schöne Aussicht auf die Nanjing Road und ihr könnt euch ein bisschen ausruhen. Die Nanjing Road ist auf jeden Fall ein sehr guter Ort für Leute, die extrem gerne shoppen gehen. Wenn ihr aber nicht so gerne shoppen geht, ist das wahrscheinlich nicht der beste Ort für euch, aber gesehen haben solltet ihr es trotzdem mal. Direkt neben der U-Bahn-Station von West Nanjing Road befindet sich ein riesiges Schiff von Louis Vuitton. Das sieht schon sehr, sehr krass aus. Und direkt daneben befindet sich das größte Starbucks in ganz Asien. Da waren wir letztes Jahr schon drin. Falls ihr wissen wollt, wie das da drinnen aussieht, schaut euch gerne das Video dazu an. Das verlinken wir euch hier oben. Wir wollten eigentlich mal kurz reinschauen, aber schaut euch mal diese lange Schlange an, die geht bis dahinter. Und da wir eh nichts kaufen wollen, können wir das, denke ich, mal skippen. Das Schiff grenzt hier auch direkt an die Mall ran, also es ist kein freistehendes Gebäude. Und das Verrückte ist, das Schiff gab es ja letztes Jahr auf jeden Fall nicht. Und ich bin der Meinung auch, dass es die Mall noch nicht gab, als wir hier waren. Voll krass, wie schnell die bauen, oder? Und natürlich darf der Yuyuan-Garten auch nicht fehlen, beziehungsweise das Viertel um den Garten herum. Denn hier stehen sehr viele Gebäude in diesem traditionellen Stil und abends werden die sogar beleuchtet. Natürlich machen hier auch ganz viele Leute Fotos, denn es sieht ja auch wirklich
wunderschön aus. Dadurch, dass es aber auch noch traditionell hier aussieht, leihen sich auch sehr viele Leute einen Hanfu aus. Das ist so eine chinesische traditionelle Tracht. Hier gibt es ganz viele Stores dafür, wo man sich das ausleihen kann. Haare, Make-up und teilweise sogar mit Fotograf. Und man kann das sich nicht nur als Frau ausleihen, sondern auch als Mann. Wenn man hier so nach oben schaut, sieht man diese krasse Architektur, wie man sich auch die Altstadt von China wahrscheinlich vorstellt. Aber wenn man jetzt so nach unten schaut, sind halt nur ganz normale Läden drin, so Klamottenläden, Restaurants, alles Mögliche. Wir haben es gerade 20 Uhr, 20:30 Uhr ungefähr und hier sind trotzdem noch so viele Touren unterwegs. Wir stehen hier gerade mitten in dem Viertel und man sieht hier auch tatsächlich den Shanghai Tower und hier drüben auch den Oriental Pearl Tower. Es sieht einfach so krass aus mit diesen Häusern im Vordergrund und diese Hochhäuser im Hintergrund. So ein Kontrast. Hier in der Mitte ist auch so ein kleiner angelegter Teich und eine Zickzackbrücke darüber. Und da kommt gerade Nebel aus allen Ecken. Ich bin wirklich so sprachlos, wie schön das ist. Und jetzt beginnt auch noch eine Lichtershow. Schaut euch das mal bitte an. Wow. Wir sind wieder zurück auf der Nanjing Road, um die Bahn zu sehen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie schön es am Abend aussieht. Schaut euch mal bitte diese Menschenmenge an. Es ist einfach komplett voll. Boah, ich kann da hinten schon die Skylines sehen. Boah. Und das ist The Bund, Leute. Eines der bekanntesten Skyline auf der ganzen Welt. Ich war wirklich schon einige Male hier und jedes Mal verliebe ich mich wirklich neu in diese Skyline, weil sie einfach so schön ist. Schaut euch das mal an. Aber ihr seht schon wieder überall Menschen. Aber damit müsst ihr wirklich in China rechnen, dass da viele Menschen sein werden, vor allem bei den Sehenswürdigkeiten und Hotspots. Aber es sieht halt wirklich mega schön aus, ne? Wow, so schön wirklich. In China ist es auch ganz üblich, dass hier Leute mit so Tablets rumlaufen. Das sind Fotografen, die machen Bilder von euch. Auch dieser Kontrast ist so außergewöhnlich. Auf der einen Seite haben wir diese futuristische Skyline und auf der anderen Seite einfach diese europäische Kolonialarchitektur. Die Gebäude auf der Puxi-Seite stammen größtenteils aus dem frühen 20. Jahrhundert. Damals galt Shanghai als das Paris des Ostens und war einer der wichtigsten Handelsstädte Asiens. Direkt gegenüber steht heute das neue Shanghai. Pudong war bis Anfang der 1990er Jahre noch deutlich weniger entwickelt, teilweise geprägt von Dörfern, Lagerflächen und Ackerland. Da bei dem Shanghai Tower befindet sich das Financial District von Shanghai und das werden wir morgen auf jeden Fall auch noch besuchen gehen. Und darauf bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Guten Morgen und willkommen zurück zu Tag 2. Wir befinden uns gerade hier im People's Park und ihr seht schon wunderschöne Kirschblüten. Der People's Park befindet sich mitten im Zentrum und es ist einfach ein Ort, wo man sich ausruhen kann, Freunde treffen kann und am Wochenende gibt es sogar was ganz Besonderes, das zeige ich euch mal. Hinter mir seht ihr ganz viele Menschen mit weißen Zetteln auf dem Boden. Das ist der sogenannte Marriage Market. Hier suchen Eltern für ihre Kinder den passenden Ehepartner. Auf den Zetteln steht dann immer was zu der Person, also wie alt die Person ist, wie groß sie ist, was sie beruflich macht, also allgemein der Status und natürlich auch eine Telefonnummer, um die Person oder die Eltern davon zu erreichen. Einige Zettel unterscheiden sich auch farblich, denn rosa steht meistens für Frauen und blau für Männer. Ihr seht schon, hier sind kaum jüngere Menschen zu sehen, denn die Suche läuft alles über die Eltern ab. Der Marriage-Markt wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, aber dahinter steckt ein ziemlich großer gesellschaftlicher Druck. In China gibt es den Begriff der übrig gebliebenen Frau. Gemeint sind damit vor allem unverheiratete Frauen ab etwa 27 Jahren. Für viele junge Menschen ist das natürlich ein sensibles Thema. Für viele Eltern dagegen ist dieser Markt nicht unbedingt Einmischung, sondern eher Fürsorge. Sie wollen, dass ihre Kinder Sicherheit, Familie und einen passenden Partner finden. Hinter mir tanzen zum Beispiel auch gerade Leute. Also es ist wirklich ein Park, wo sich Leute treffen und Zeit miteinander verbringen. Wir waren gerade hier in der Nähe und haben direkt den Qingyang-Tempel gesehen. Das ist einer der berühmtesten Tempel hier in Shanghai. Solltet ihr auf jeden Fall auch besuchen, wenn ihr hier seid. Aber noch schöner soll er nämlich abends sein. Da wir gerade ein bisschen Zeitdruck haben, wissen wir noch nicht ganz, ob wir es schaffen. Aber falls wir es schaffen, kommen wir abends auf jeden Fall nochmal hier vorbei. Die Dächer hier wurden übrigens mit echtem Gold verziert. Was diesen Ort auch so besonders macht, ist einfach dieser krasse Kontrast. Also in der Mitte haben wir den Qingyang-Tempel, eines der ältesten Tempel hier in Shanghai. Und außenrum einfach das Finanzviertel, moderne Wolkenkratzer.
Gestern haben wir euch den Bund bei Nacht gezeigt und heute zeigen wir euch den North Bund am Tag. Ihr seht schon, die Skyline ist viel, viel näher dran und hier sind auch viel weniger Menschen. Dadurch, dass es hier nicht so voll ist, ist es auch wirklich sehr angenehm, hier am Pier zu spazieren und einfach die Skyline zu genießen. Hier haben wir übrigens den Oriental Pearl Tower, gut erkennbar an diesen 2 rosa Kugeln hier. Das ist kein klassischer Wolkenkratzer, sondern ein TV- und Aussichtsturm mit einer Höhe von 468 Metern. Hier daneben das hohe Gebäude ist der Shanghai Tower, gut erkennbar an dieser verdrehten Form hier. Aktuell Chinas höchstes Gebäude und weltweit auf Platz 3 mit einer Höhe von 632 Metern. Es gibt hier übrigens auch ein Paulaner Wirtshaus. Falls ihr solches Bier vermisst, solltet ihr hier bei den North Bund fündig werden. Es gibt ja auch so eine kleine Grünfläche, wo man sich hinsetzen kann, ein paar Fotos schießen kann oder einfach ein bisschen ausruhen kann. Und insgesamt muss ich auch sagen, dass es wirklich alles sehr, sehr sauber und gepflegt gehalten wurde. Nicht nur hier sehe ich kaum Müll, sondern auch woanders gibt es eigentlich kaum Müll zu sehen. Wenn ihr dann bei der North Bund seid, empfehlen wir euch, die Strecke einmal entlang zu laufen, so etwa 20 Minuten. Denn dann kommt ihr bei der Sabo Bridge raus und habt so eine schöne Aussicht auf die Skyline. Das ist nochmal ein komplett anderer Winkel. Diese Brücke ist nicht ganz so bekannt, aber auch ein sehr guter Fotospot. Auch hier gibt es wieder jede Menge Fotografen, die Fotos für euch machen können. Aber kostet natürlich alles wieder Geld. So Leute, die Sonne ist jetzt untergegangen, wir haben gerade Abend gegessen und sind jetzt wieder auf der Brücke. Und schaut euch das mal bitte an. Wie schön ist das denn bitte? Und die Skyline, die ist so nah. Und tatsächlich ist jetzt sogar noch weniger los als davor. Also auf der Brücke steht eigentlich keiner außer wir und ein Brautpaar, das gerade Fotos macht. Es findet hier gerade auch eine kleine Lichtershow statt. Wow. Ich sitze hier gerade mitten im Finanzviertel, um genauer zu sein, auf dem Rooftop-Garten der IFC Mall. Und ich glaube, dieser Ort ist gar nicht so bekannt, denn ich sehe hier eigentlich keine andere Menschenseele außer uns beiden. Aber schaut euch mal bitte diese unfassbare krasse Aussicht auf den Oriental Pearl Tower an. Das sieht wirklich unfassbar schön aus. Und auf der anderen Seite hat man den Shanghai Tower und ihr seht wirklich, hier ist kein einziger Mensch außer wir. Hier ist auch eine Brücke, die bis hierhinter geht und dann nochmal um das Gebäude herum. Darauf kann man auch laufen, da gehen wir gleich hin. Aber ich wollte euch das mal mit den Lichterketten hier zeigen. Sieht richtig magisch aus, hat auch so ein kleines Weihnachtsfeeling. Und das ist die Aussicht von der Brücke aus. Auf der einen Seite haben wir wieder den Oriental Pearl Tower und auf der anderen Seite den Shanghai Tower. Und ich würde sogar sagen, dass mir die Aussicht von dem Rooftop-Garten einen Ticken besser gefallen hat. Aber von hier aus sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Und das ist die Aussicht auf den Shanghai Tower. Man steht hier wirklich zwischen den ganzen Hochhäusern und fühlt sich so klein. Das ist so unfassbar schön. Und ich würde sagen, Shanghai lohnt sich definitiv und gehört wahrscheinlich sogar mit zu den schönsten Städten hier in China. Eine ähnlich schöne Skyline findet ihr in Hangzhou. Das Video findet ihr im Abspann von uns.